Ich hatte die Gelegenheit, 14 kleine alte Lokomotiven für 120 € zu bekommen. Da konnte ich natürlich mal wieder nicht Nein sagen, war richtig neugierig, was in dem Paket da drin ist. Und statt jede Menge kleine Ostereier gab es bei uns dann hier sozusagen ein großes Körbchen voll kleiner Osterlokomotiven. Da ich nicht viel Zeit hatte, habe ich die Lokomotiven hier einfach ausgepackt, habe sie direkt aus der Kiste rausgenommen. Die sind jetzt von mir noch nicht gewartet, habe sie jetzt hier zum allerersten Mal gecheckt. Im Endeffekt handelt es sich wohl um 5 unterschiedliche Lokomotivtypen, die teilweise noch in unterschiedlichen Ausführungen dabei waren. Um welche Lokomotiven es sich hier handelt und welche dann auch wirklich ohne Wartung direkt gefahren ist, das zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich mal eine 3029. Hier handelt es sich wohl um die dritte Variante, gebaut von 1962 bis 1970. Die Lokomotive brummt, bewegt sich nicht, das heißt, ist komplett fest. Und ohne Wartung ist hier wahrscheinlich überhaupt nichts zu machen. Und die Lokomotive wandert dann erstmal in die Abteilung, wo die Loks noch gewartet werden müssen. Als nächstes habe ich eine 3000. Hier eine 89005. Ich dachte erst, es ist eine erste Ausführung, aber mit den 3 Stirnlampen ist es wohl die 5. Ausführung. Und diese wurde gebaut von 1959 bis 1962. Und die Lokomotive ist dann voll einsatzfähig, wie ihr hier sehen könnt. Bei den nächsten 3 Lokomotiven handelt es sich dann auch um die 3000, um die zweite Variante. Das heißt, wir haben ja die Betriebsnummer 89028. Diese wurden alle gebaut von 1954 bis 1958. Bei den 3 Lokomotiven ist es dann leider nicht so wie mit der ersten 3000, dass sie sich hier problemlos bewegen. Das heißt, wir haben hier überall Kontakt. Die Lampen leuchten alle, wenn wir hier Strom drauf geben. Aber das war's dann auch. Das heißt, die 3 Lokomotiven bewegen sich im Großen und Ganzen gar nicht, beziehungsweise springen dann nur, wenn der Umschalter betätigt wird. Und die 3 gehen dann auch in die Kiste zur Wartung. Dann haben wir die nächsten 3000er Variante. Hier handelt es sich dann um die 89006. Von der Beschriftung her, diese wurde wohl im Hobbysortiment dann weitergebaut von Märklin von 1971 bis 1996. Hier ist es dann ein bisschen gemischt, das heißt, ich habe eine Lokomotive dabei, die sich ganz normal bewegt und reagiert, und die anderen 4 Lokomotiven gehen hier auch wieder in die Kiste zur Wartung, weil sich dann hier zum Großteil erstmal wieder gar nichts getan hat. Dann haben wir hier eine Spezialität, eine 3104. Diese Lokomotive, zumindest für mich, mit den komisch großen Rädern. Diese wurde wohl in 2 Varianten gebaut, von 1980 bis 1986. Und bei diesem Modell fehlt unten der Schleifer. Einen Ersatzschleifer habe ich zurzeit nicht zur Hand. Werde dann als nächstes hingehen, von der anderen Lokomotive mal einen Schleifer entfernen und werde das ausprobieren. Als nächstes ist eine KLVM, kleine Lok von Märklin dabei, eine 3090. Müsste die 3. Variante sein, gebaut von 1977 bis 1980. Und diese bewegt sich dann wieder anstandslos und ist voll funktionsfähig. Dann haben wir von der kleinen Lok von Märklin eine weitere Ausführung dabei. Müsste eine Primex sein, eine 3197, gebaut von 1981 bis 1985. Die Lokomotive bekommt zwar Strom, brummt ein bisschen, allerdings bewegt sie sich nicht und die Räder sind fest. Das heißt, hier muss ich dann wieder komplett reinigen. Und die letzte Lokomotive ist eine 3032, eine Baureihe 81 mit dem komplett schweren Metallgehäuse. Hier auch in der ersten Variante von 1959 bis 1964 gebaut. Freut mich ganz besonders, dass diese alte, schwere Lok dabei ist. Auch diese Lokomotive bewegt sich zum Glück. Ich hatte schon mal eine andere Variante von der 3032, die habe ich allerdings damals wieder abgegeben. Und es freut mich ganz besonders, dass die erste Variante von diesem Modell hier dabei ist. Und hier habe ich dann nochmal alle Lokomotiven in der Übersicht. Auf dem vorderen Gleis sind die 4 Lokomotiven, die problemlos gefahren sind und voll funktionsfähig sind. Auf dem mittleren Gleis der Großteil, der wohl irgendwie Kontakt bekommt, sich aber nicht ordentlich bewegt. Und die 3 Lokomotiven auf dem hinteren Gleis sind die 3, die sich gar nicht bewegt haben. Entweder weil bei der einen der Schleifer fehlt, beziehungsweise bei den anderen beiden Lokomotiven sind wohl definitiv die Getriebe fest, was bei dem alten Märklin Öl ja des Öfteren vorkommt, wie wir alle wissen. Ich werde jetzt nach und nach hingehen, werde auch die Lokomotiven, die gefahren sind, eine Wartung unterziehen, werde das alles mal sauber machen, neue Haftreifen draufziehen, die sind in der Regel alle auch fest gewesen, teilweise ausgeleiert. Werde mir die Schleifer angucken, werde die Räder sauber machen, die Getriebe werde ich mir anschauen. Alles, was fest ist, wieder gangbar machen sozusagen. Und das war dann sozusagen mein kleines Ostervideo.
Ich freue mich über jede Menge kleine Lokomotiven statt Ostereiern. Ganz besonders über die beiden alten Varianten. Einmal die 3000, die zweite Variante gebaut von 1954 bis 1958 und die 3032, die Baureihe 81 in der ersten Version gebaut von 1959 bis 1964. Ich wünsche euch noch schöne Ostern. Danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.